Also Leute, ich bin ja gerade in Albanien, in Shkodra. Und hier geht es tatsächlich schon los, dass hier niemand Verkehrsregeln beachtet. Also ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht hier. Das ist eigentlich ein Kreisverkehr. Aber hier hält sich keiner an irgendwelche Regeln. Die Polizei versucht zwar hier irgendwie zu regeln, aber so wirklich interessiert das niemanden. Also ist wirklich, ich bin gestern Abend hier angekommen und es war echt ein Kulturschock. Das war echt krass. Hier fährt einfach jeder wie er will. Und wer am lautesten hupt, der hat Vorfahrt. So ungefähr läuft das hier. Und was mir direkt aufgefallen ist, ich meine, ich weiß, das ist vielleicht so ein kleines Vorurteil, aber jeder gute Gangster, der irgendwas auf sich hält in Albanien, der fährt einen Mercedes. Die ganzen... Gestern in Shkodra habe ich das wirklich gesehen, wenn vor einem Restaurant, wo normalerweise nur 30 Jahre alte Autos stehen, auf einmal einer vorfährt oder eine Gruppe von Leuten vorfährt mit nur S-Klasse Mercedes und mit 8er, 7er BMWs, da weiß der ganz genau so ein bisschen, was hier gerade läuft. Ich meine, die Straßen sind natürlich auch nicht die besten. Gestern bin ich, glaube ich, durch das größte Schlagloch gefahren, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Es ist halt schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Albanien versucht ein bisschen diesen Spagat zu schaffen zwischen ehemaliger Ostblockstaat, der halt auch sozialistisch abgeriegelt war, und versucht diese Moderne trotzdem mit Einzug halten zu lassen. Aber ich glaube, dass das nicht ganz so funktioniert, einfach weil da dazwischen Leute sitzen, denen das halt am Arsch vorbeigeht und die das Geld für sich haben wollen. Und das ist schade, meiner Meinung nach. Denn ich kann mir wirklich vorstellen, ich meine, ich habe jetzt noch nicht viel Kontakt mit den Leuten hier, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Leute hier sehr, sehr gastfreundlich und sehr, sehr nett sind. Ich habe heute Nacht in einem Hotel geschlafen, also der Parkplatzwächter, der war ultra nett zu mir, das war krass. Aber da vorne fährt zum Beispiel einer, S600 Mercedes, abgedunkelte Scheiben, vorne und hinten. Da würde ich fast wetten, dass das einer ist. So, ich habe mich jetzt in Albanien zwei anderen Motorradfahrern aus Deutschland angeschlossen. Die sind heute früh hier gelandet mit der Fähre von Italien, wollen zufällig in dieselbe Richtung wie ich. Ja, das hier ist im Übrigen Autobahn in Albanien. Für alle, die sich das mal gefragt haben, wie sowas aussieht. Natürlich hält sich hier wie üblich niemand an die Verkehrsregeln. Ja, einfach mal so auf der Autobahn ist da einfach mal ein Kreisverkehr, der natürlich nicht asphaltiert ist. Und wir sind an der Grenze zu Griechenland angekommen. Ja, da vorne ist die Grenze. Ich bin jetzt ja gerade in Griechenland zum Olymp gefahren und das vor uns ist der Olymp, nur leider, wie ihr sehen könnt, ist hier Nebel. Oder ich würde einfach sagen, dass die Götter nicht möchten, dass wir sie sehen heute. Äußerst schade. Sehr, sehr, sehr schade. Ich wollte eigentlich ein paar schöne Bilder machen. Aber naja. Schade.
man kann leider das Wetter nicht beeinflussen. Also ich weiß wirklich nicht, ob die Straße hier gerade gesperrt ist eigentlich oder ob die geschlossen ist. Jedenfalls kommt mir hier keiner entgegen und irgendwie sieht es hier ziemlich kaputt aus alles. Aber hier sieht es auf jeden Fall aus, als hätte hier irgendwie mal Sturm gewütet. Scheiß die Wand an, guckt euch das an. Hier ist ein Stein runtergekommen. Seht ihr den großen Stein da unten? Der kam mit Sicherheit, ja, der kam von da oben. Eieiei, du. Heftig. Ja, das ist schon, hier scheint öfters mal Steinschlag zu sein auf jeden Fall. Hier liegen öfters mal an der Straße solche Brocken hier. Also das ist, wenn man sowas abkriegt, glaube ich, da kann man auch gute Nacht sagen. Mit dem Dampf, die da haben. Ich bin ja immer noch damit beschäftigt, den Olymp hochzufahren, aber leider ist ja extremer Nebel, wie ihr vermutlich sehen könnt. Ich weiß nicht, ob das die Kamera rüberbringt, aber ich habe gefühlt vielleicht 10 Meter Sicht. Kein Wunder, dass die Götter wenige Leute besuchen kommen. Aber ich lasse mich nicht abbringen davon. Ja, vielleicht haben wir ja Sonne oben, mal schauen. Dann hört die Straße auf. Warum auch nicht? Also ganz ehrlich, diese Brocken, die hier an der Seite liegen, das ist echt heftig. Wenn hier einer abgeht und da knallt ja irgendwie drauf. Aber ich glaube, man kann nicht hochfahren auf dem Olymp, das ist schade. Weil das geht irgendwie anscheinend nicht. Ich bin auch irgendwie gefühlt der Einzige, der hier rumfährt. Naja. Schade, schade, schade. Geht's wieder runter. Ja, ich fahre gerade die Straße wieder runter, die wir hochgefahren sind vor uns gerade. Und ich sehe absolut nichts. Die Sichtweite ist noch schlechter als hoch zu. Es ist äußerst unangenehm zu fahren. Weil man sieht einfach nichts. Wenn jetzt hier irgendwer die Kurve schneidet und hier hochgeschossen kommt, der fährt mir komplett rein ins Auto. Ins Motorrad. So, wir sind in Athen, aber ich muss direkt sagen, das ist vom Verkehr her überhaupt kein Vergleich mit Paris oder London. Ich kenne die beiden Städte ja auch aus Motorradfahrerperspektive. Es ist einfach nur das absolute Grauen, in Paris oder in London zu fahren, aber das hier ist echt bis jetzt in Ordnung. Wir haben jetzt noch 3,7 Kilometer zum Hotel. Eigentlich dachte ich, das ist relativ im Zentrum, aber ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Also ich glaube, das ist meine persönliche Einschätzung, gerade nachdem ich das so sehe, ein bisschen hier. Also entweder sind wirklich viele Leute nicht in der Stadt wegen dem Osterwochenende, oder es ist einfach sehr wenig Verkehr hier in dieser Stadt. Also ich kann es nicht anders sagen. Ja, ich hätte mir zwar irgendwie was anderes erwartet als dieses Stadtviertel hier, aber das ist unser Hotel, Athens Choice. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich check jetzt mal ein und dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt da oben, aber das sind alles unterschiedliche Marmorblöcke.
Das ist mir ein absolutes Rätsel, wie die das früher gebaut haben, muss ich so ehrlich sagen, wie es ist. Da wiegt einer bestimmt Tonnen davon.